Hallo liebe Hungrige, wenn wir Pasta mal anders essen möchten, könnten wir sie doch ganz einfach mit Spargel kombinieren und damit Käse überbacken. Andererseits, wenn wir mit Spargel mal was Neues ausprobieren möchten, könnten wir ihn ja mit Pasta zubereiten und einen Auflauf daraus machen. Egal wie, es schmeckt köstlich und deswegen machen wir das mal heute. Wir brauchen dafür eine kurze Pastasorte. Ich nehme die eher exotischen Fusilata, müsst ihr aber nicht. Penne oder Macaroni-Chips passen auch prima. Wir brauchen Salz, Kochschinken, Bechamelsoße. Die kann man natürlich fertig kaufen, aber auch selber machen. Und wie? Dazu gibt es ein Video von mir. Ihr seht es hier oben kurz eingeblendet. Und ich verlinke es auch in der Infobox unter dem Video. Wir brauchen geriebenen Käse. Ich nehme Mozzarella. Schmeckt aber mit Gouda oder Emmentaler auch sehr gut. Etwas frische Petersilie und natürlich Spargel. Und zwar den weißen. Und mit dem befassen wir uns zuerst, denn der muss so ein Stückchen unterhalb des Kopfes angesetzt, ringsherum gründlich geschält werden, eine Stange nach der anderen. Und wenn wir dies erledigt haben, schneiden wir das meist holzige Ende ab, so 1 cm reicht da aus. Anschließend die Spargelstangen in so ungefähr 4 cm lange Stücke schneiden. Damit ist der Spargel soweit vorbereitet. Wir bringen ausreichend Salzwasser zum Kochen, geben dann die Nudeln hinein und kochen sie entsprechend der Angabe auf der Packung al dente. Bei mir sind das 8 Minuten. 2 Minuten vor Ende der Kochzeit nehmen wir den Deckel ab und geben nun auch die Spargelstücke mit in den Topf. Alles mal durchrühren und Nudeln und Spargelstücke für die letzten 2 Minuten zusammengaren. Dann den Topf vom Herd nehmen, abgießen und alles in einem Sieb gründlich abtropfen lassen. Nun zerzupfen wir noch den Kochschinken, nur so grob in Stücke. Ihr könnt natürlich auch schneiden. Und dann brauchen wir eine Auflaufform, optimal mit den Maßen 25 x 15 cm. Diese einfetten und da hinein geben wir nun die Mischung aus Nudeln und Spargel, so ein bisschen darin verteilen, dann die Kochschinkenstücke darüber geben und jetzt alles miteinander vermengen. Ich nehme einfach ein Salatbesteck, 2 Gabeln, machen es aber genauso. Wir erwärmen die Bechamelsoße, ganz gleich ob nun gekaufte oder selbst zubereitete, und gießen diese nun über das Nudel-Spargel-Gemisch in die Auflaufform. Anschließend nochmals alles gründlich miteinander vermengen, dann wieder gleichmäßig in der Form verteilen und als letzter Handgriff bleibt nur noch den geriebenen Käse darüber streuen. Gleichmäßig, und wenn wir dies erledigt haben, kommt die Form in den Ofen und zwar für 15 Minuten bei 200 Grad, Umluft 180. Nun schnell noch die gewaschene und trocken geschüttelte Petersilie hacken oder schneiden. Ich mache das gerne hier mit meiner Kräuterschere und wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Den fertigen köstlichen Auflauf nehmen wir aus dem Ofen, streuen von der Petersilie noch ein bisschen darüber und können dann servieren. Die Zutaten sind natürlich eine tolle Kombination und das garantiert eben auch den leckeren Geschmack. Und wie ihr sehen konntet, auch die Zubereitung ist ja gar nicht kompliziert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Falls bei euch aber doch lieber einen Braten geben soll und dazu vielleicht ein leckeres Dessert, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.